Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Christian Zink, ich bin Unterwasserfotograf, fotografiere meistens Menschen. Das sieht dann meistens so aus. Und heute will ich über die Erfahrung mit meinem Ikelite-Gehäuse reden, wo ich meine Sony A7 III drin habe. Ja, das ist mein Gehäuse, was ich jetzt seit einem Jahr habe. Ich mache also hier ein Review von einem Gehäuse, was wirklich viel im Wasser war. Viel im Pool, viel im Meer. Und es ist kein technischer Bericht, sondern es ist wirklich ein Bericht, ein Erfahrungsbericht. Was habe ich mit dem Gehäuse erlebt? Was sind die Vor- und die Nachteile? Kommen wir zuerst zu den Vorteilen. Es ist dicht. Vorher mein BS Kinetics war so, dass ich da zweimal ein größeres Problem hatte. Und das nächste ist, alle Knöpfe bis auf einen lassen sich alle Funktionen nutzen. Also ich bin echt überrascht, auch die Druckpunkte, die Bedienbarkeit insgesamt, Ein- und Ausschalter funktioniert, ist wirklich top. Ein weiterer Vorteil von dem Gehäuse sind die Griffe. Die sind wirklich gut. Dieses Gummi, was ihr hier seht, ich hatte mehrere wirklich harte Drifttauchgänge, wo man auch nicht dagegen anschwimmen konnte. Und da war es wichtig, dass man wirklich einen guten Griff hat. Hat man hier, auch mit Handschuhen, funktioniert super. Positiv für mich ist auch, dass es sehr viel Zubehör ihr bekommt. Also man kann hier für alle möglichen Objektive, für alle mögliches Zubehör gibt es irgendwie eine Lösung. Das finde ich tippitoppi. Ein weiterer Vorteil ist der Auslöseknopf. Der Auslöseknopf hat hier wirklich einen feinen Druckpunkt. Ich sehe genau und spüre das eben auch, wann kommt der Auslöser, wie kann ich scharf stellen. Es ist also fast wie über Wasser, kriegt auch eine 1. Den Preis finde ich auch gut. Ich habe damals 1600 € jetzt nur für den Body bezahlt, die anderen Sachen so ringsrum waren so 4,5. Sage ich, ist okay. Es geht deutlich teurer, es geht auch billiger. Aber für die Qualität, die ich bekommen habe, bin ich mit dem Preis zufrieden. Zweimal habe ich den Support angeschrieben, habe zweimal Fragen gehabt, die nicht alltäglich waren und habe innerhalb von 24 Stunden immer eine qualifizierte Antwort bekommen. Da muss ich echt sagen, bin ich überrascht, sehr angenehm, fand ich top. Also die lassen einen nicht alleine. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die ich nicht so gut fand. Nicht so gut fand ich zum Beispiel, dass dieser Auslöseknopf, den ich eben noch gelobt habe, der hat folgendes Problem, ihr seht es hier, der wird immer wieder locker. Ich habe das jetzt mal locker gelassen vom letzten Shooting. Man muss nach jedem dritten, vierten Shooting halt hier den Imbus wieder nachziehen. Ja? Ich habe jetzt immer einen Imbusschlüssel in der Tasche, ist halt so. Abfallen kann es nicht, das ist gesichert, aber ich habe halt hier immer diese Bewegung drin. Was nicht möglich ist von der Nutzung, ist das Auswahlrad, das ist dieses, um zum Beispiel zwischen manuellem Modus und Blendenmodus oder dem sogenannten Kreativmodus hin und her zu schalten. Für mich nicht schlimm, ich bin eh immer ein M, benutze ich nicht. Was auch nicht funktioniert ist, einfach weil es nicht da ist, ich kann den Joystick nicht bedienen. Somit kann ich also die Fokuspunkte nicht verändern. Wie man das dann trotzdem unter Wasser regeln kann, habe ich eine Lösung gefunden, erzähle ich auch gleich. Was mir nicht gefällt, ist das Zoom-System. Bei Ikelite ist es so, ich muss von der einen Seite die Kamera reinbringen, von der anderen Seite das Objektiv. Auf das Objektiv sind verschiedene Sachen aufgeschraubt. Ein Zahnrad setzt es zusammen. Bedeutet, im realen Betrieb, ich muss jedes Mal vorne den Port abbauen. Ja? Und wenn ich mir überlege, ich habe 2 Unterwasser-Shootings am Tag und 2 normale Shootings am Tag, bei unserem Workshop zum Beispiel, dann bin ich locker eine Stunde nur mit Zusammenbauen, Testen etc. von dem Gehäuse beschäftigt. Das habe ich nicht die Zeit. Deswegen benutze ich zurzeit kein Zoom-Objektiv. Ich will mal kurz zeigen, wie das bei meiner 8 Jahre alten Olympus ist. Okay, ist jetzt Birnen mit Äpfeln verglichen, aber hier ist es ziemlich cool. Da gibt es einfach für jedes Objektiv einen Gummiring. Die haben einfach einen Gummiring, der passt immer. Ja, gibt es 3 Größen und irgendwie passt es immer. Ein Zahnrad und das war's. Und dann kann ich von oben einlegen. Ja, total easy. Das war's. Das wünschte ich mir hier auch. Ist klar, würde bedeuten, dass hier vorne das noch ein bisschen größer wird, weil dann eben manche Objektive, ja gerade mal die Sigmas, sehr, sehr groß sind vom Umfang.
Aber das wäre etwas, was ich wirklich mir wünschen würde. Was ich nicht gut fand, war auch die Schutzkappen an den ganzen Knöpfen. Die waren nach nur 10 Monaten abgenutzt. Ja? Also am Auslöseknopf, am Ein- und Ausschalter und der Zoom-Button war halt leider diese kleinen Schutzkappen, die waren so abgenutzt, dass man die ersetzen musste. Und da habe ich an DigiDive geschrieben, das war da, wo ich das alles gekauft habe. Hey, wie sieht's aus? Garantie, könnt ihr mir was Neues zuschicken? Kam zurück, nö, machen wir nicht, ist Verbrauchsmaterialien. Und ich so, Verbrauchsmaterialien? Das ist jetzt mein 4. Unterwassergehäuse, das habe ich noch nie erlebt. Und wie gesagt, das Ding hier ist heute noch in Betrieb, benutzt meine Frau, 8 Jahre alt. Nee. Und ich habe an eGlide in Amerika geschrieben und eine Woche später kam ein kleines Päckchen und da haben die mir ein Dutzend von diesen Kappen geschickt und das war super. Danke übrigens. Okay, kommen wir zum Fazit. Würde ich mir das Gehäuse nochmal kaufen? Ja, ich würde das auch jemand anderem empfehlen. Ich bin zufrieden mit dem Gehäuse. Gibt ein paar Sachen, die ich mir gerne anders wünschen würde, aber insgesamt Preis-Leistungs-Verhältnis ist für mich okay. Wenn ich natürlich ein neues Gehäuse mir anschauen würde, würde ich schon nochmal andere Hersteller betrachten. Aber insgesamt das iGlide für die Sony A7 III kann man absolut empfehlen. Es passt übrigens auch die R rein. Ja, es sind beides baugleich, passen beide rein. Jetzt möchte ich noch ein paar kleine Tipps geben, wie ihr die Sony einstellen solltet. Das allererste, was ihr unbedingt machen müsst, ist auf nur Monitor schalten. Ich zeige euch das dann gleich mal im Menü. Auf Monitor schalten. Das zweite, was ihr machen müsst unbedingt, ist den Berührungsmodus ausschalten, weil der Berührungsmodus kann dazu führen, dass die Kamera nicht mehr bedienbar ist, weil der eben immer noch denkt, da ist eine Hand oder so drauf. Also Berührungsmodus ausschalten, das ist ganz wichtig. Ich habe ja immer das Problem, dass ich oben die Oberfläche habe und dann habe ich in der Mitte meinen Menschen. Und dann ist es häufig so, dass der Autofokus oben in die Oberfläche scharf stellt. Um das zu verhindern, stellt euch einfach vorher das Fokusfeld etwas kleiner und verschiebt es ins untere Drittel. Wenn ihr die Kamera dreht und ein zweites Mal sichert, dann könnt ihr auch das Ganze für den Porträtmodus nochmal absichern, safen. Ja? Und was man wissen sollte ist, wenn er sie um 180 Grad nochmal dreht, könnt ihr noch einen Fokuspunkt definieren. Und mit diesen 3 Einstellungen, so wo ich mir die Fokuspunkte hinschiebe und mir sichere, das funktioniert und unter Wasser brauche ich nur die Kamera drehen und habe das genauso, wie ich haben möchte. Und der Fokuspunkt ist gleich an der richtigen Stelle. Und das hilft extrem. Tippitoppi. Wenn ihr Fragen habt zur Bedienung oder Tipps habt, vielleicht weiß irgendjemand, wie man den Joystick doch bedient unter Wasser oder wie man die Fokuspunkte unter Wasser verändern kann, schreibt mir das unten hin. Lasst ein Like da und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.